Ich zeige euch heute eine Anleitung für diese Blüte, oder ist es ein Stern, an meinem Lesezeichen, gestanzt mit einer der neuen Stanzen von Stampin' Up. Wie das geht, das zeige ich gleich im Video und ihr bekommt noch viele weitere Ideen zur Celebration und zu den neuen Produkten von Stampin' Up. Also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Kreativität verbindet. In unserem heutigen Video-Hop von Stempelfamilie und Friends zeigen wir euch insgesamt 5 Ideen mit Designerpapier aus der neuen Celebration-Broschüre von Stampin' Up. Wir, das sind Annalena, Irmtraut, Merle, Karin und ich. Die Ideen der anderen kreativen Mädels findet ihr am Ende meines Videos verlinkt. In der Beschreibung unter dem Video habe ich für euch die Playlists mit allen einzelnen Beiträgen ebenfalls aufgeführt. Dann könnt ihr euch das Ganze der Reihe nach anschauen. Die verwendeten Materialien seht ihr in der Celebration-Broschüre. Ihr könnt diese wunderschönen Papiere im Juli und August gratis zu eurer Bestellung ab 60 € bzw. 120 € dazu bekommen. Ich habe mir das Designerpapier Kreislauf der Natur ausgesucht. Das ist in der Broschüre auf Seite 7. Ich bin totaler Fan von. Ich zeige euch das gleich mal. Das ist in 12 x 12 Inch, also Bögen von 30,5 x 30,5 cm. Ich habe hier mal so ein paar Stücken auf Kartengröße zurechtgesetzt. Das ist die eine Seite und ihr seht schon, es sind 12 Papiere und ich behaupte mal, wir können einmal durchs ganze Jahr entweder die Jahreszeiten oder sogar vielleicht die Monate Karten gestalten, Projekte und Ideen damit. Ja, ich baue daraus einen Stern. Das geht natürlich mit allem anderen Papier auch. Mein Stern wird mit der Stanze angefertigt, die heißt, Moment, Etikettkreation. Ich muss das immer noch lernen, die neuen Produkte. Kreiert für dich ist das Stempelset dazu und das Ganze gibt es im Mini-Katalog auf der Seite 21 als Produktpaket. Ja, manch einer braucht vielleicht nur die Stanze, andere vielleicht nur das Stempelset. Ich habe beides gebraucht und bin ganz glücklich, dass ich das habe. Habe die ganze Zeit auf so eine Stanze gewartet, weil ihr wisst ja, ich bin ein Sternenfreak. Also das wissen diejenigen, die meinem Kanal folgen und im Dezember bei unserem Sternenpost-Adventskalender dabei sind. Diesen kennt ihr vielleicht, das ist der Zauberstern, das ist der Hosentaschenstern und der Zauberstern ist eigentlich die Vorstufe zum Hosentaschenstern. Auch die Anleitung habe ich auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. So sieht der Zauberstern aus, ganz einfache Sache. Das ist wirklich ein ganz altes Teil, gibt es schon ewig. Und wenn man den mit der Stanze macht, dann sieht er so aus und könnte eben im Sommer eine Blüte sein und in der Adventszeit ein Stern. Das Ganze an ein Lesezeichen gehängt. Jetzt habe ich natürlich kein Buch da, aber wer mich kennt, weiß, ich bin echt ein Bücherfreak. Ins Buch rein und die Blüte schaut dann so raus. Sieht nett aus, ne? Und wünsche dir Glück, ist immer eine feine Sache. So. Genug gequatscht. Ach so, am Ende zeige ich euch noch, was ich sonst so auf dem Arbeitstisch habe und was ihr vielleicht in nächster Zeit hier seht. Die Stanze. Ganz einfache Sache. Ihr schneidet euch Designerpapier zurecht. Bei den großen Bögen habe ich den Bogen, der ist ja 30,5 lang, auf eine Länge, also in Streifen geschnitten, schön konzentriert, von 6 cm. Und die kriege ich genau in meine Stanze rein. Wenn es die originale Länge ist, der ist jetzt ein bisschen größer, schaffe ich auch 5 Stück drauf auszustanzen. Und wie geht das? Wir wollen das ja immer platzsparend haben. Also kippe ich die Stanze hier so. Ich stanze nicht so, weil dann hätte ich breiter zuschneiden müssen, sondern ich kippe die so. Und dann passt praktisch mein Feld genau hier drauf. So, jetzt kommt es nur noch raus. Wir lassen es rausspringen. Ach, das ist wieder Vorführeffekt. Kommen Sie mal raus, mein Freund. Da ist er. So, jetzt wird das nächste natürlich schwierig. So, da ist eine Ecke im Weg. Kein Problem. Reißen oder schneiden, ist ja beides machbar. Und wir legen das wieder auf die Spitze hier rein. Und so bekommt ihr Tatsache aus dem einen Streifen in jedem Fall eurer 5 Elemente. Dieser hier, wie gesagt, war etwas kürzer, weil ich hatte ja schon was vorbereitet. Ja, einfache Technik, immer schön hier einen abreißen und optimal ausgenutzt das Ganze. Selbst der kurze gibt es fast noch her. So, okay, das haben wir. Stanze ist klar, ich kippe die mal hoch, sonst blendet die so. Die Elemente, ganz einfach. Nehmen uns so ein Teil,
Und durch die Symmetrie ist auch schön, kann man es super falten. Die Seite möchte ich außen haben. Okay, also falte ich es einmal halb aufeinander. Das wäre das Buch, sonst wenn wir quadratische Blätter haben zum Beispiel oder rechteckige mit geraden Kanten. Ich drehe es um 90 Grad und falte in die andere Richtung. Dann haben wir schon mal diese Viererteilung. Und jetzt falte ich noch einmal. Diese Falten gehen ja nach unten. Andersrum. Also diese Ecke auf diese Ecke in die andere Richtung. Jetzt seht ihr die Rückseite. Und das ist die schräge Faltung. Mehr Faltungen brauche ich nicht. Und das Element ist fertig. Das drücke ich zusammen und ergibt jetzt so dieses kleine Teil. Hier ist offen. Und so. Machen wir gleich nochmal. Also aufeinander falten, gerade aufmachen, 90 Grad drehen. Wunderbar. So rum hinlegen. Die Seite wollen wir außen haben. Jetzt auf die Spitze und einmal diagonal falten. Wunderprima. Und das war es auch schon. Davon brauchen wir 5 Elemente. Klein, aber fein. Ganz einfach. So, mein Kleber. Hier alles aufeinander kleben. Und wenn ihr es besonders schön haben wollt, zeige ich euch gleich noch, was für besonders schön. Ihr könnt es auch nur in der Mitte senkrecht mit doppelseitigem Abreißklebeband kleben. Da hier zum Beispiel machen wir das Abreißklebeband drauf. Würde auch gehen. Hält, bin mir sicher. 5 Elemente. Probiert es mal aus. Vielleicht gefallen euch die Sterne mit 6 Elementen besser. Oder die Blüten. Oder mit noch mehr, dann wird es noch puscheliger. Kann man ja alles ausprobieren. So. Jetzt habe ich 5 Elemente. Flüssigkleber, man kennt das Elend. Klebt natürlich auch da, wo er nicht soll. Egal, ist nur bei mir so, ich weiß. So, jetzt könntet ihr aus einem Abfallstück euch noch ein halbes Element stanzen. Okay, machen wir jetzt mal so. Stanzen wir und falten es, schneiden es auf. Und wenn wir die Blüte so haben wollten, dass wir sie aufmachen können wie dieses Teil hier, ja, also dass wir es immer wieder falten oder zusammenfalten, flachlegen könnten, macht man hier oben einfach eine Perle ran. Und mit diesen halben Teilen versäubere ich hier mein Fädchen. Seht ihr das? Das habe ich hier drunter geklebt. Klebe ich mein Fädchen hier auf die Seite und das drauf und schon passt das. Keiner sieht das. Und man könnte es offen halten und mit der Perle würde die Form dann halten. Wir machen jetzt aber Lesezeichen. Da habe ich hier schon mal, die habe ich schon eine Weile liegen. Mit einer Anhängerstanze, als es die noch gab. Ein Stück Farbkarton in 14,85, also ein halbiertes, längstes Farbkartonstück und ein Stück Designerpapier. Das ist sicher ein Streifen von 10 cm. Den habe ich jetzt auf 4,5 gekürzt und dann probieren wir hier doch mal die Stempelchen aus. Hier haben wir Festtage, Weihnachten und hast du nicht gesehen, handgemacht, super, Wünsche dir. Und was wir wünschen können, wären in dem Fall Glück, Ruhe und Zeit. Und ich bin erstmal beim Glück geblieben, das ist unverfänglicher. Passend zum Designerpapier benutze ich jetzt Blutorange und stempel das mal hier drauf. Machen wir hier hin am besten. So, da ist es. Wünsche dir Glück. Ein bisschen schief. Machen wir gerades Glück. Moment. Ihr hört es vielleicht, ich habe einen leichten Schnupfen. Ich möchte mich nicht drüber äußern. Das wäre ungünstig. So, okay. Dann haben wir hier so Rahmenstempel fürs Glück. Aber wir können das Glück und genauso wie Ruhe und Zeit auch nochmal farbig hier reinsetzen. Das probieren wir jetzt mal so exakt möglich. Ich zeige das gleich mal hoch. Ihr habt natürlich ein ruhigeres Händchen. Jetzt haben wir ein farbig abgesetztes Glück. Genau. Das geht übrigens auch als Schatten zu stempeln. Also das können wir uns schön reden, wenn wir uns verstempelt haben. Da sitzt das so ein bisschen daneben. Okay, gut, haben wir geklärt. Und jetzt schneide ich mir das hier ab. Auf die Breite von diesem Stück, damit der Rand links und rechts richtig sitzt. Also es sind 4,5 cm. Lege ich das hier einfach auf. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das sitzt da und das sitzt dort. Und jetzt nehmen wir mal doch wieder das Doppelseitige. Platzieren das schnell. Ja, deswegen, weil die Hände schon wieder kleben.
Das Video ist ja noch ein Stückchen lang. Ich will euch ja noch was zeigen. Nicht vergessen, da kommt noch ein paar Ideen einfach hinten ran. Ja, hier wurde ja nicht so viel gemessen und ich finde auch, man kann hin und wieder mal so einfach ein bisschen locker drauf losbasteln. Und deswegen setze ich das jetzt hier einfach unten mit dem Abstand hin und richte das nach oben aus und der Rest oben bleibt einfach frei. Das passt schon, werdet ihr sehen. Das wird schon werden. So, also quer hier unten die gleiche Lücke, Mattung, wie auch immer. Es passt also, ach so exaktement. So, hier unser Sternelement, unsere Blüte. Jetzt sind es ja Blumen, also ist es eine Blüte. Dann nehme ich hier so ein Fädchen, mache mir ein Stück, was reicht, dass das Lesezeichen sich auch im Buch gut versenken kann und dass ich das da oben auch wieder abkriege. Ihr versteht. Und jetzt nehme ich wirklich doppelseitiges, weil ich finde, damit kann ich das so super platzieren und setze das erstmal beidseitig hier drauf. Ziehe die Schutzfolie ab. Die eine Seite wird hier rangesetzt und die andere Seite hier drüben. Jetzt wird es aber sehr lang. Ich kürze es noch ein Stück. Wartet. Aber es ist ja auch schön, stellt euch das vor, so euer Bücherregal, wenn dann da überall solche Blüten rausgucken. Macht gigantisch. So. Ich klebe gerade am doppelseitigen. Dann klebte die Schere auch. Ich ziehe mich mal da ab. Setze meinen Klebestreifen hier nochmal in die andere Richtung drauf, dann ist das wirklich gut fixiert. Jetzt klebe ich sogar, jetzt klebe ich sogar am doppelseitigen Abreißklebeband. Das ist nicht zu fassen. So, Schutzfolie abziehen, links und rechts. Wirklich nur die Schutzfolie, das Ganze schön rumdrehen. Exakt aufeinander legen die beiden Teile. Hier ist was geklebt, das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen auseinanderziehen, aber jetzt haben wir es. Hier drüben klebt es auch noch, aber jetzt, schaut mal, ist es nicht schön geworden. Beide Enden hier hochlegen, gut andrücken und das ist unsere Sternenblüte. Das ist auch schön, haben wir beide Begriffe drin und jetzt hier oben ganz einfach reingeschlungen und schon ist das Lesezeichen mit der Blüte oder mit dem Stern fertig. Und das Ganze mit dem wunderschönen Designerpapier Kreislauf der Natur, was ihr gratis bekommt, ab 60 € Bestellwert. Ja, die anderen Ideen schaut sie euch unbedingt an. Die Mädels freuen sich auch über Kommentare, genauso wie ich. Und ich zeige euch, was ich sonst noch so habe. Ich habe zum Beispiel aus einem solchen tollen Designerpapier, aus einem großen Bogen, zerschnitten, mein One-Sheet-Wander, mal schnell 12 Geburtstagskarten, fast fertig. Das zeige ich demnächst, wie das geht und wie du die rationell noch schneller als meine letzten Serien basteln kannst. Das gibt es in einem der nächsten Videos. Es lohnt sich also, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und Hochzeit ist hier gerade ein Thema. Ich habe ein bisschen experimentiert. Hier sind noch Designerpapier, was es jetzt wahrscheinlich gerade nicht mehr gibt. Gibt es nicht mehr, genau. Ich übe noch so ein bisschen, zeige ein paar neue Produkte dazu. Hier der Korb, wunderbar mit den Herzen drin. So eine Fancy Fold Card. Und hier habe ich noch eine Aufstellkarte. Auch die zeige ich demnächst in der Anleitung. So, und hier kommt dann die Personalisierung rein, also die Namen und das Datum der Hochzeit. Ja, das sind so ein paar Ideen. Ich könnte jetzt hinter mich greifen und noch mehr zeigen, aber da ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich die Videos dann euch präsentiere, soweit. Ja, hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps direkt auf meinem YouTube-Kanal. Also bleibt dran und sei gespannt. Unbedingt bei den Mädels schauen und ansonsten bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.